Du erhältst bereits Traffic, aber wünschst dir kleine Stellschrauben, die für signifikantes Wachstum sorgen? In dieser Folge stelle ich dir 7 Experimente vor, die bei unseren Kunden fast immer erfolgreich sind. Viel Spaß! Vorab schon einmal, Experiment Nummer 6 führt in der Regel sogar zu einer Vervielfachung des Traffics. Nummer 1, Kurzzusammenfassungen above the fold. Für wen ist das sinnvoll? Eigentlich für alle Arten von Websites, aber eben nur für das Content-Format informative Inhalte, Ratgeber oder Blogartikel. Ein Beispiel dazu auf Evergreen Media, das ist unser Ratgeber zu SEO-Kosten, und wenn du unseren Ratgeber gut kennst, dann weißt du, dass wir das eigentlich auf jeder Seite machen. Oberhalb von den normalen Inhalten gibt es immer diese Box, das Wichtigste in Kürze, wo einfach die 3 Key Takeaways aus diesem Artikel kurz zusammengefasst sind. Wieso funktioniert das und wieso bringt es in der Regel einen massiven Uplift? User werden einfach perfekt abgeholt, also alle User, aber sogar die User, die wenig Zeit haben, sehen auf den ersten Blick, okay, das sind interessante Insights, speichern sich das vielleicht für später, einfach bessere Nutzersignale. Jetzt sowas zu generieren über sehr viele Ratgeber, wenn man schon viele Ratgeber hat, ist unvorstellbar mühsam. Deswegen, wie lösen wir das? Natürlich mit KI. Da zeige ich euch jetzt wirklich ein konkretes Beispiel. Den Prompt gibt es dann auf jeden Fall auch in der Beschreibung und den kannst du dir dann in Ruhe ansehen. Wir sind hier in ChatGPT 4o und wir kopieren unseren Prompt rein. Ich werde das jetzt nicht genau durchgehen, aber einfach eine konkrete Anweisung, sogar mit Angabe einer URL, und darauf basierend, er schaut sich jetzt diese URL an und fasst mir oder hebt mir die wichtigsten 4 Key Takeaways heraus, und danach kann ich das nur perfekt anpassen, einpflegen. In 3 Minuten ist alles erledigt. Und jetzt zu diesem Ratgeber SEO-Kosten. Sagt uns, hey, die Kosten sind zwischen so und so. SEO ist eine langfristige Investition. Typischerweise gibt es diese und diese Leistungsmodelle. Es ist ganz gut schon mal zusammengefasst. Natürlich kann es hier und da sein, dass er das Falsche hervorhebt. KI weiß natürlich nicht, was dir in diesem Beitrag am wichtigsten ist, aber so kannst du schnell über viele Ratgeber mal schnell sowas auf die Beine stellen. Nummer 2, dynamische Preise im Title Tag bzw. in Title Tags anzeigen. Für wen ist das sinnvoll? Für Online-Shops aller Art. Und mit dynamischen Preisen meine ich nicht, okay, der Preis ändert sich je nach der Nachfrage und so weiter, sondern einfach, dass aktuelle Preise im Title Tag angezeigt werden. Warum funktioniert das? Weil du natürlich die Klickrate verbesserst, wenn der User da Preise sieht. So sind wir Menschen einfach, funktioniert seit jeher ganz fantastisch. In der Regel funktioniert es bei so klassischen Konsumsachen sehr gut. Ein Beispiel dafür, springen wir in Sistrix Subsnippet Generator rein, damit ihr ein Beispiel seht. So ein Title Tag könnte so ausschauen: Golfschläger für Herren, schon ab 65,99. Und diese Zahl würdest du einfach über eine Variable aus dem System immer reinziehen, was einfach gerade der aktuelle Preis ist, und da könntest du auch noch Angebote hervorheben und so weiter. Funktioniert unvorstellbar gut. Nummer 3, Aktualität im Title Tag kommunizieren. Der ultimative Title Tag Hack überhaupt, ist sinnvoll für Inhalte aller Art. Aktualität funktioniert einfach fast immer, sogar bei Landingpages. Warum funktioniert Aktualität? Weil User gern auf aktuelle Inhalte und für meistens ist einfach wichtig, ist dieser Beitrag noch aktuell. Wenn ich das hervorhebe, dass dieser Beitrag aktuell ist, werde ich meine Klickrate nach oben schrauben. Ein Beispiel dafür nehmen wir an, sind ein Kreditmakler, was auch immer, dann könnte ich zum Beispiel sowas machen: Zinsentwicklung 2024, 2025 täglich aktualisiert, wo du zum einen bestehende Zinsentwicklungen zeigst und Prognosen. Bam, wird sehr, 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 sehr gut funktionieren. Nummer 4, Title Tags kürzen. Einer der überraschendsten Tests, der aber einfach so oft erfolgreich ist. Sinnvoll ist es vor allem für bekanntere Marken, große Hersteller, so wirklich Household Names. Warum funktioniert das? Weil es aus irgendeinem Grund, den ich selbst nicht ganz verstehe, die Klickrate erhöht. Tolles Beispiel dafür ist, nehmen wir das Keyword Fenster in Österreich und dann schauen wir uns hier die Nummer 2 an, Internom. Die machen das wunderbar, super kurzer Title Tag, der sehr, sehr gerne geklickt wird. Nummer 5, Inhalte aus Tabs oder Akkordeons
befreien. Vielleicht für alle, die nicht so in diesem Thema sind, was ist ein Tab? Wir sind jetzt da in diesem Online-Shop und das wäre ein klassisches Tab-Menü oder ein klassisches Akkordeon ist so etwas am Ende von unseren Seiten, wie wir FAQs darstellen und so weiter. Und wieso funktioniert es? Google gibt Inhalten weniger Gewicht, die nicht sofort sichtbar sind. Warum haben wir jetzt zum Beispiel trotzdem unsere FAQs auf unserer Webseite in der Regel zusammengeklappt? Weil wir diese Inhalte nicht brauchen. Also diese Inhalte sind für uns nicht ranking-relevant. Dementsprechend verstecken wir sie, weil auf dieser Seite zum Beispiel schon ausreichend Inhalte sind, dass diese Seite ranken kann. Wenn ich aber jetzt so etwas habe wie Produktseiten oder Seiten, wo einfach nicht so viele Inhalte sind, und diese Inhalte wären wichtig, um hier überhaupt ranken zu können, dann darf ich diese Inhalte nicht verstecken. Es gibt eine tolle Langzeitstudie von Reboot Online, wo sie einfach zeigen, da wird wirklich gezeigt mit die unterschiedlichen Lösungen, wie man das Ganze versteckt. Also das kann man mit CSS machen, das kann man mit JavaScript machen und sie zeigen einfach, wie verheerend ist jetzt übertrieben, aber wie groß eigentlich der Impact ist, wenn du diese Inhalte direkt anzeigst versus du versteckst die irgendwie. 6 von Subdomains auf Verzeichnisse wechseln. Warum verwenden Websites oft Subdomains? Weil sie unterschiedliche Sprachen aufteilen, sagen wir mal, man hat sowas wie de. und dann die Domain oder sie teilen es nach Länder auf oder sie lagern den Blog auf ein Subdomain aus, also Blog. Warum ist jetzt der Wechsel von Subdomains auf Verzeichnisse der absolute abstruse Gamechanger, weil Google jede Subdomain als eigene Entität zählt. Wenn du eine Subdomain machst, ist es, als ob du eine komplett neue Webseite hast, ohne Autorität. Tendenziell wirst du dann nicht besonders viel Sichtbarkeit haben. Beispiel, ich zeige euch explizit dieses Beispiel, weil es ein altes Beispiel ist, was ich euch vor Jahren schon mal gezeigt habe und ich euch an das erinnern will, wie lange ich diesen Hebel schon kommuniziere. Falls ihr euch wundert, was hier passiert ist, der Kunde hat sich dann irgendwann selbst zerstört. Es ist auf eine andere Domain gewechselt. So muss man es, glaube ich, besser beschreiben. Der Kunde ist an diesem Punkt, glaube ich, zu uns gekommen. Ganz eine dünne Firmenwebseite und hatte dann den gesamten Blog auf eine Subdomain ausgelagert. Wir haben dann gesagt, hey, die Inhalte auf dem Blog sind hammermäßig, bitte integriert das in eure Webseite. Und dann sind wir von 373 organischen Traffic monatlich bei Ahrefs in wenigen Monaten, also ich weiß gar nicht, was das in Prozent für eine Vervielfachung ist, aber es ist ohne das Publizieren von neuen Inhalten crazy. Und wie gesagt, dieser Abfall ist dann ein anderes Thema. Da geht es jetzt wirklich darum, dass die dann auf eine andere Domain gewechselt haben und das nicht besonders gut gemacht haben und so weiter. Es tut mir wahnsinnig leid, sie hätten laufend mit uns zusammenarbeiten sollen, weil dann wäre das alles nicht passiert und es alles wäre schön und sehr positiv ausgegangen. Aber man kann nicht jeden retten und so weiter. Wir haben aktuell, auf den Kunden freue ich mich megamäßig, junges Unternehmen, machen Sachen, ich nenne es jetzt mal fürs Büro. Shoutout an David und Philipp. Wir stellen das jetzt gerade um und es wird so krass funktionieren und sie werden alles so dominieren und sie haben so verdient mit dem coolen Produkt. Freue mich megamäßig drauf. Nummer 7, nämlich unterschiedliche Rich Snippets durchtesten. Und das ist eines der für mich immer überraschendsten Experimente, dass das gut funktioniert. Wir haben vor wenigen Jahren mit einem der größten Kursanbieter Europas ein Projekt gehabt, um zu testen, ob die Rich Snippets, die sie anzeigen, damals waren es eben Review Rich Snippets, es nicht bessere Formate gibt. In diesem Kontext waren es dann Event Rich Snippet, also wo man sieht, zum Beispiel bei unterschiedlichen Kurse, wann diese Kurse stattfinden, wann ist der nächste Termin und so weiter. Und da haben wir mehrere andere Rich Snippets auch noch durchgetestet. Und das Lustige war, bei diesem Test war der Uplift 14% mehr Klicks, einfach mit der Umstellung von Reviews, was für mich voll logisch ist. Wie gut ist ein Kurs bewertet, ist ein Klickgrund. Aber Leute wollten eher wissen, weil diese Marke wahrscheinlich schon so bekannt war, das heißt, die Qualität war nicht das Thema, sondern wann ist der nächste Termin, haben wir einen Uplift von 14% mehr Klicks geschafft mit dem Wechsel auf Event Markup. Mega krass. Wieso hat das funktioniert? Weil man oft nicht weiß, was der Entscheidungsgrund ist und das hat offensichtlich die Klickrate maßgeblich verbessert. Damit sind wir auch am Ende. Ich würde mich wahnsinnig freuen über eure Erfahrungen mit diesen Experimenten und vielleicht andere Ideen von euch. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.